Willkommen zurück, meine vampirischen Freunde, zu Let's Play Vampire the Masquerade. Schön, dass ihr mit am Start seid. In der letzten Folge sind wir in Downtown angekommen und haben schon dem Prinzen Bescheid gegeben und schauen uns gerade in der Stadt ein bisschen um. Die Richtung haben wir schon komplett erkundet. Die hier sind auch offen. Also schauen wir uns hier ein bisschen um. Wir gehen mal ins Hotel. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Nichts. Aber in der Seitengasse. Vielleicht finden wir ein williges Opfer. Okay. Es geht auch in die Kanalisation wieder runter. In die Kloake. Ach, hier ist der dicke Händler. Ne, da gehen wir jetzt nicht runter. Geht's hier irgendwo weiter rein? Ja. Hallöchen. Okay, ein Ort, wo ich nicht gerne sein möchte. Sagt mir zumindest die Musik. Okay, hier ist ein magischer Schimmer. Soll von hier kommen, ja? Nee. Cool. Hab mich direkt verlaufen. Von hier sind wir gekommen. Bei der Treppe. Gehen wir doch mal hier lang. Alter, sind ja 1000 Türen. Na, wer bist du denn? Greetings, Neonate. Might I assume you received my invitation? I have been looking forward to meeting you for quite some time. Welche Einladung, Bruder? Ich bin hier zufällig vorbeigekommen. Aber anscheinend bin ich hier komplett richtig. Ja, ich habe sie erhalten. Ich nehme an, Sie sind dann wohl... Strauss. Maximilian Strauss. I am the regent of this chantry. Welcome. Danke. Was genau ist denn ein Gildenhaus? A chantry is a local gathering place for those of the Tremere clan. I live here, as do apprentices from time to time. Cool, und Sie sind ein Regent. Aber was ist denn das? A regent is the leader of a chantry, as well as a teacher to young Tremere apprentices who are studying the mysteries of our clan. Können Sie mir von den Mysterien erzählen? I'm sorry, Neonate. The secrets of the Tremere clan are hidden from all but those who share our blood. You would do best not to look into them any further. Okay, okay. Was können Sie mir denn sagen, Max? Was geht hier in Downtown vor sich? Let me give you some advice, young one. Your survival in kindred society will often depend on your ability to find out yourself what is going on around you. Remember that well. Diesen Rat begrüße ich. As for what is going on here in downtown, the word on everyone's lips, kindred or kind, seems to be epidemic. Ja, wieso? Was passiert denn da? It seems that disease has been spreading at an alarming rate throughout the downtown population. Considering our particular appetites, the local kindred are more than concerned about these developments. Naja, cool. Jetzt haben wir nicht nur Corona in der Wirklichkeit, sondern Corona hier auch bei den Vampires. Bei den Vampire. Interessant. Yes, indeed. My opinion is that the local anarchs are responsible for these outbreaks. Their precipitous indulgence of certain passions often leads to such things. Ergo, their need for the watchful eye of the Camarilla. Ah, vielleicht könnte ich diese Epidemie mal für Sie untersuchen. Wenn der Preis natürlich stimmt. An interesting proposition. If you succeed in finding the cause of this epidemic and putting an end to it, Ah, klingt doch nett. compensate you appropriately for Klingt your doch sehr efforts. gut. Ich mache das.
Nee. Was springt für mich dabei raus? Bevor ich die ganze Drecksarbeit erledige, mein Freund. I will ponder the nature of your payment while you are gone. Believe me, I will treat you fairly, Neonate, and your service to the Camarilla won't be forgotten. Na schön, ich kümmere mich darum. Aber ich erwarte eine anständige Bezahlung. Ansonsten hole ich mir dein Blut. Very well. Again, I recommend speaking with the Anarchs. You can find most of them at the local watering hole, reveling in the vices of their former lives. I believe the place is called The Last Round. Ah, das merke ich mir. Ja, aber ich habe noch ein paar Fragen an Sie. What is it you would like to know? Erzählen Sie mir von den Camerala. The Camarilla. It is Camarilla, a na gut. kindred sect that exists to protect its members from the outside world. There are specific codes of behavior that we abide by in order to ensure the continuance of our species. It is nothing more and nothing less. Okay, ich verstehe. Ich habe noch andere Fragen. What else would you like to know? Sind alle Vampire Mitglieder der Camarilla? No. There are many independent clans who are not aligned with the Camarilla. And the Sabbat is another sect of various vampire clans whose beliefs are very different than our own. Unsavory sorts, to say the least. I understand you have already run afoul of them. Ja, glücklicherweise war Rodriguez da, um mir zu helfen. Ah, yes, the infamous Mr. Rodriguez. I understand you owe him your life twice now. Had he not intervened, the prince would have surely had that hound of his separate your head from your shoulders. Und damit haben sie wohl recht. In any case, it's a shame that Rodriguez cannot see the wisdom of the Camarilla. He would make a powerful ally. As it is, he is a significant thorn in the Croy's side, which serves my purposes just the same. Ihre Zwecke? Haben Sie denn andere als die des Prinzen? LaCroix is a prince, neonate, and a Ventrue on top of that. Even if he weren't as young and indiscriminate as he's already proven himself to be, But I say too much. Let us just say that he and I Ich rieche Verrat. ideas on the use of power. Dieser Duft schmeckt mir. Ist schon in Ordnung. Sie können mir vertrauen. Was für eine Meinung haben Sie denn über ihn? Well, without saying too much, I think that Sebastian Lacroix lacks the usual discretion necessary to be a prince. I see in him a lust for power that overshadows his responsibility to the Camarilla. Wirklich? Vielleicht glauben Sie ja auch, Sie könnten das besser? No, young one. I aspire not to such lowly heights. My only interests are those of my clan and the Camarilla. In dieser Reihenfolge? You will do well in this new life, young one. That I can see already. Ah, ich hätte noch eine Minute Zeit. Of course. Ich hätte noch ein paar What is it you Fragen. would like to know? Ah, nee, doch nicht. Auf Wiedersehen. So, dann machen wir uns mal ans Werk. Auf die Tür. Okay. Du Scheiße. Hä? Hä? Hier geht was nicht mit rechten Ding zu, Leute. Da geht's raus. Ah, hier geht's noch weiter. Was liegt denn hier Schönes? Ein Buch über Kreaturen. Gargoyles. Während des mittelalterlichen Konflikts mit den Tizime drangen die
Tremere tief in die Geheimnisse der Blutmagie vor und erschufen zum Schutz eine Rasse namens Gargoyles als Kundschafter, Krieger und Wachen. Sie sind Monster, Vampire durch das Blut ihrer Schöpfer. Nichts weiter als Überreste anderer Clans und Diener ihres Herrn. Leider sehen einige dies als Sklaverei an und fliehen auf der Suche nach einem närrischen Utopia. Die meisten Gargoyles leben allein und ziehen die Einsamkeit selbst der Gesellschaft mit ihresgleichen vor. Was für ein Vieh, Alter? Homunculu? Kuli? Keine Ahnung. Für geistlose und niederste Aufgaben erschaffen viele Tremere etwas, das sie Homunculi nennen. Diese Wesen ohne Verstand können viele Formen annehmen und sind streng loyal. Aber auch durch ihr Aussehen gefährden sie die Maskerade. Warte mal, war da noch was? Nee. Jetzt komme ich mal zu ihm, oder? Ja, okay. Dann kann ich oben nochmal gucken gehen. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Hört auf mit mir zu spielen. Aha. Kann ich oben nochmal gucken? Okay, kommt nicht weiter. Ja, dann raus. So, hier ging es ja nicht weiter. Da waren wir in der letzten Folge schon. Ganz am Ende. Aber die Tür ging, glaube ich, noch auf hier, oder? Ja, sieht jetzt aber nicht so vielversprechend hier aus. Na, wer bist du? What's up, brother? You enlightened? Ja, ich meine ja. Ja, bin ich. Sorry, brother. Come back when you've become enlightened. Are you enlightened yet, brother? Ja. Sorry, brother. Come back when you've Mach die become scheiß enlightened. Tür auf, Mann. Sonst komme ich durchs Glas und zerr dich raus. Ah, naja, gut. Wäre geil, wenn sowas möglich wäre. Okay, geht's wahrscheinlich nicht rein. Oh, hier war die Stadtkarte. Okay, okay. Bei der 11 waren wir gerade drin, anscheinend. Okay, noch die Straße hier weiter. So, kommen wir hier rein? Ich will ins Hotel, Mann! Nirgendwo komme ich rein. Mysteriös. Okay. Ins Hotel oder in die Klinik komme ich anscheinend nicht. Oder noch nicht zumindest. Naja, irgendwann merkt er wohl schon reinkommen, sonst wären die Punkte ja nicht verzeichnet auf der Karte. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier waren ja noch zwei Stationen hier hinten. Wahrscheinlich das Last Round. Und irgendwas anderes noch. So, hier ist noch eine Haltestelle. Und hier geht es wieder nicht weiter. Das ist ein Parkhaus. So, und das ist die Last Round. Da müssen wir ja hin. Da müssen wir mit Rodriguez quatschen. Was haben wir hier noch? Na, wir speichern hier mal ab. Kein Bock hier noch zu verrecken. Sieht nämlich schon danach aus. Na, wer bist du denn? Wir schleichen mal. Did you see it? Dieses Blutbad, das kann man ja wohl schlecht übersehen. He done tore him up, right in two, ripped him apart like a rag doll.
Sag mir, was du gesehen hast. These two guys, the dead guy and the other, they showed up. I've been living here, so I hid. I thought maybe they was owners or cops come to clean the place out. Wer war der andere Typ? A dead feller called him Muddy. Ah, den haben wir gesucht, oder? Also, was haben der tote Typ und Muddy hier gemacht? They was waiting on someone. They're going to do some kind of job, they were saying. But the person they was meeting, well, he was late. So the one guy leaves to find the phone and call him, and the dead guy stayed. Oh, that's when the killer, that's when he showed up. Aufgetaucht? 1 second he wasn't there, and then he was. Like out of the shadows he come up. Scared the shit out of the dead guy. I'd like to scream, but I couldn't breathe. Und was ist dann passiert? Erzähl doch mal ein bisschen schneller. Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen, Mann. Oh, that killer, he grew these claws. I swear it, I saw it. The dead guy went white like he seen the devil, and then the killer grabbed him round the neck and lifted him up and started cursing at the guy. Was hat er gesagt? Oh, I couldn't hear too good. Something about revenge for what he did or what they did. The killer made sure the dead guy knew who he was and then ripped him open. Just tore him apart. He did it real slow and made the guy scream. Was mal mit den anderen Typen? Muddy, ist der zurückgekommen? No, he never come back. Wenn du irgendwem diese Geschichte erzählst, werden sie dich auf ewig einsperren. Du solltest jetzt gehen. Okay, I will. I don't want to never think about that again. Maskeradenbonus. Geil. Ja, ordentlich viel Blut, ey. Da hat er seine Tage. Nee, hier, guck mal rein. Die Quests. Haben wir hier noch welche? Nee. Okay, das war die Quest jetzt hier. War an sich das beides jetzt hier gerade. Das war die Bestie, die ja schon Ampir gemordet hat. Und das war der Muddy, den wir überprüft haben mit dem Anrufbeantworter. So. Last Round, dann müssen wir eh hin. Dann müssen wir ins Penthouse. Das ist auch im Last Round. Okay, perfekt. Dann kommen wir ja gut voran. Oh, Junge. Lass mal schnell heilen. Okay, geht's wahrscheinlich nicht weiter, oder? Cool, also einfach mal halbe Leben verloren, weil ich kurz im Feuer stand. Geil. Na gut, ich bin aber Vampir, wa? Kanalisation mal wieder, da wollen wir ja nicht hin. Hier war ein Eiswagen. Kleine Kinderchen, kommt mal her. So. Oh, hier sind ein paar Penner. You got any cans? Nee, hab ich nicht. So, ab rein in die gute Stube. Oh ja, da ballert die Mucke wieder. Oh! Mhm. Well, if it ain't the talk of the town, poster child for Camarilla benevolence. What errand does the prince have you running today? Wie witzig. Ist Rodriguez hier irgendwo? Nines is expected. Have some manners and don't wear out your welcome. You scared. Backed up again, and I'll be the one showing your ashes to the door. Ja, schön. Hast du ein paar Minuten Zeit? What's up?
Ich suche einen Job. There's this girl who's been making a lot of noise lately. It's a real pain in the ass. She's a ghoul of this one Toreador creep who disappeared. Und ihr Name ist nicht zufällig Patty, oder? Yeah, Patty. You must know who I'm talking about then. Und wo liegt das Problem? She used to show up around here and act like she was everybody's best friend. It was all fun and games until her vampire sugar daddy stopped calling. Now she can't get her blood fixed and shit ain't so fun no more. Ist dir nicht klar, dass er fort ist? Man, she's been told he was dead. She don't listen. Just asks again louder. Junkie. She's gonna make a scene and get us all some real heat. Wie sieht es denn in der Küche des Teufels aus? Vampire hunters, man. You start doing stupid shit and breaking the masquerade and you'll see what I'm talking about. Trust me. Hunters are the kind of trouble you don't want. Na schön. Dann also zu eurem kleinen Problem mit Patty. She's crossed the line. Only time that mouth ain't blabbing is when it's sucking vampire blood. She's gotta disappear. Do this, and we'll keep it our little secret here. Ich tue das bloß, um die Maskerade aufrechtzuerhalten. Alright, have fun. I'd love to do this one myself, but I know her sire. Just let me know when it's done. Na schön, aber bevor ich gehe, habe ich noch ein paar Fragen. Yeah? Was hast du ein Problem mit der Camarilla? But Camarilla just ain't necessary. Their rules is just common sense shit. The masquerade and all that. Sure, it makes sense. Like the 10 Commandments. You know the 10 Commandments, don't you? Die 10 Gebote? Yeah, thou shalt not steal, thou shalt not kill. Sounds good, but you and me both know that shit don't always fit. What if some society like the Camarilla comes along and just up and kills you if you break one damn commandment? Recht und Ordnung sind die Freunde jedes Keinskinds. Whatever, man. I choose not to submit. I signed away my rights once, and it landed my ass in the Southeast Asian jungle with nothing but an M60 and a shitload of questions. Now I'm Jetzt hör mal auf zu flüstern, Mann. Red mal klar und deutlich, ich verstehe gar nichts. just before I roll. Na, geht doch schon besser. Und deswegen beugst du dich jetzt zu Rodriguez oder was? No one bows to Nines Rodriguez. He leads by example, down here with us. Better than some chicken shit, limp wrist paper pusher hiding up in his tower. Only Camarilla, she couldn't see the difference. Ganz ruhig, Muskelprotz. Ich gehe dann mal. Okay, jetzt wahrscheinlich oben, oder? Wer bist du? Ach, da war der Typ, der uns am Anfang Tipps gegeben hat, oder? Now look what the street chased in. Ich bin nicht zum Plauschen hier. Also, worüber willst du reden? Macht ja keinen Sinn. Whoa, whoa, whoa. Slow down there, kid. You're not reporting for duty here, so loosen up, okay? We're just chatting. Comprende? Ja, ja, jetzt raus mit der Sprache. So, how was Santa Monica? Ganz gut, denke ich. Yeah, I'm sure it was a stroll on the beach. So did you score a lot of skee-ball tickets down on the pier there? Ja, aber nichts gewonnen. Dafür hat's nicht gereicht. I can't imagine you did. Probably too busy getting pushed around by every vampire with the weakest seniority over you, am I right? Es hielt sich in Grenzen. Well, if you're cool with that treatment, you'll make a great Camarilla. They love pussies. Ich geb dir gleich einen Weichei, einen dicken, fetten Arsch, Alter. Ich bin kein Weichei. I'm just saying, that's usually the way the story goes. Same old bullshit politics from when you were alive, huh? Don't it make you just want to rip somebody's spine out? What? You saying that's just me?
Hast du jemals von Elizabeth Dane gehört? Why? Planning on visiting? Allerdings, der Prinz hat mich dahin geschickt. Oh, really? Ja, tatsächlich. Hast du mit ein Problem? The sarcophagus. Did LaCroix tell you about the Ankaran sarcophagus? Nein, aber ich glaube ohnehin nicht, dass er mir die ganze Wahrheit erzählt hat. Yeah, well, maybe I should fill you in on the details. That sarcophagus is bad news. Kindred around the globe have been going batshit since it was discovered. Wieso? The word is there's an ancient asleep in there. One of the fathers, one of the vampires that, if you trace your lineage way back, there's a chance it'd end up with him at the root. Und der hat die ganze Zeit geruht? Ancients don't just nap. They sleep whole ages away. And when they wake up, they're hungry. So geht's mir auch jeden Abend. Wenn ich vor Mittagsschläfchen aufwache. Also, wird ihr aufwachen und jagen gehen? It's more than that. Most kindred think it's one of the signs of the end, the apocalypse. Every religion has their own version of it. Kindred call it Gehenna, and the way they tell it, it starts when the ancients rise to devour their children. Und das geschieht wirklich? No one knows for sure, really. That's just a word that's been handed down through the ages. The Camarilla denies these ancients exist. Interessant. Ich bezweifle allerdings, dass es wahr ist. Well, kiddo, I guess you're gonna be the one to find out. Hey, good luck. Try not to wake Grandpa Munster and kill the world, huh? Warum schickt der Prinz mich? Und warum hat er mich nach Santa Monica geschickt? Because he never thought you'd make it back. If Nines didn't stand up for you in the courtroom, you would have been toast right there, man. Everybody knows that. Kapiere ich nicht. Warum wollt ihr mich töten? It's bullshit Camarilla law. You gotta get it approved before you sire anyone. Vampire population control, fascist crap. LaCroix wanted to look like the strong leader upholding the law. Du befolgst die Gesetze der Camarilla nicht? Kid, I never answered to no man in life. Now I sure as shit ain't taking orders from a vampire with a suit and a funny name. And when I die again, the devil's gonna have to cut me a deal if he wants my ass. Besides, I never trust anybody with an X in their name. Wenn der Prinz mich also töten wollte, warum stehe ich dann noch hier? Public relations, man. Calculated risk. Ventura born in a boardroom. When Nines called him out, LaCroix realized it was time to show a carefully measured dose of Camarilla compassion. Hat der Prinz Angst vor Nines? Ich dachte, er wäre der Boss. LaCroix is the boss of the Camarilla in L.A. That's it. LaCroix is a boss. That's rich. Du gehörst nicht der Camarilla an? The free living dead, kiddo. A lot of people like to use the label anarchs. Whatever the hell that means. Anarchs. Does got a nice tickle though, huh? Yeah. Ich glaube, der Prinz hat diesen Napoleon-Komplex. The facts are like this. The Camarilla need us to buy into their bullshit for any of their laws to mean dick. Now, telling free-living vampires they need to be ruled is a hard sell. So, the Camarilla baked up a play-nicey plan. Show everyone how great they are, so we'll all just jump on board. Und das funktioniert nicht? Kid, we've lived in California, some of us for over 100 years, and we've kicked the Camarilla's ass out of town before. Seems like every time they smell blood, they're back trying to take over. Ich bin mit Nein zusammengestoßen. Yeah, not a moment too soon, huh? He said you guys left those Sabato, too. Nines must be getting soft. How could you pass up that kind of fun?
Stimmt schon, ich hätte die auch umgebracht. Ja. Die können ja Verstärkung holen. Wie lässt er? Ich hol Verstärkung. Wie kommt es, dass er mir hilft? Well, he was left sireless too. I don't know, maybe that's it. Well, he's got a thing for the little guy. Wie hat der Sabbat mich deiner Meinung nach gefunden? Someone must have put a word out. Now, here's an interesting little scenario. I'm just gonna run this by you, see what you think. What if the prince got the word out to the Sabbat that you were the one to blow up their warehouse? Hältst du das wirklich für möglich? Hey, it's just a theory, man, but who else is gonna be watching you so closely, knowing where you're going and all that? Warum wollte der Prinz denn den Sabbat helfen? I'm not saying he's working with the Sabbat. I know he is. But he sure as hell could have put the word out there on the street where the Sabbat would pick up on it. Just chew on that. Ich glaube, dazu wäre er fähig. That's how the Camarilla works, kiddo. Trust me. I've been dealing with these slimy shits for a few centuries now. Okay, danke dir. Hau rein, Jack. Habe genug Zeit vertrödelt. Ich will jetzt zu Rodriguez. Wo ist er? Da oben wahrscheinlich, ja? Stehst hier im Weg rum? Oh, hier. Rodriguez, wo bist du? Fuck. Was, du bist ficken? Sabat chased you in here, Cammy? Woran fragst du? Heard Nine saved your ass again. You think LaCroix would have stopped counting his money long enough to get your back, Jack? Was soll das heißen? Wieder. Cammy, you'd have a whole lot less above your neck if it hadn't been for Nines calling the prince out in that courtroom. Shit. Looks like things worked out for LaCroix anyway. Got himself a new errand boy out of it. Habe ich dich mit irgendetwas verärgert? As long as you're a tool for some cape, you don't have to say a word to start pissing me off. Was ist ein Umhangträger? Cape, Cammy. Camarilla elders? The ones that have been around so long they think candlelight's a keen invention? You're doing their dirty work and you don't even know it. Tja, ich spiele halt gerne mit den Gewinnern. Winning? More like festering? What the hell do you know anyway? Just woke up dead and think you already know the score? Please. Darf ich dann dich um Erleuchtung bitten? Let me put it in perspective for you. The Camarilla claims every kindred's part of the organization regardless. You do something they don't like, well, you're Camarilla, so you get punished under their laws, like it or not. Naja, ist halt überall so. Erleuchtend. I'm Damsel, den mother of these mothers, and one pissed bitch since LaCroix ruled in. Der Regent von Tremere sagt, ein Anarch sei für eine Epidemie hier verantwortlich. That goddamn blood witch told you what? He thinks we're responsible for that plague bearer? If I hadn't promised Nines I'd keep my nose clean, I'd go over right now and rip him a new wizard shoot. Magic missile casting motherfucker! Was ist denn ein Pestträger? A plague bearer's a fool that doesn't care who they feed from. Yeah, I know what you're thinking. We can't get sick, but the kind can. And kindred that feed on them start spreading disease. And if it's sick, it's an epidemic. CDC's in town as we speak. Ja, und wie wird man einen Pestträger wieder los? Seen Old Yeller? May sound cruel, but it's necessary. If someone puts together 2 and 2 as to the real cause of an outbreak of bloodborne diseases, guess what happens? So the plague bearers gotta be found and put down. If the Camarilla really gives a damn, they'll help us out. Die Anarchen haben mir schließlich auch geholfen. Wo soll ich anfangen? One of our boys' ghouls, name's Paul, lives nearby in the Skyline Apartments. Been a stranger lately. Looked like death last time he was here. Said he didn't get bit, but maybe you can get more info out of him. Ghule. Warum immer Ghule? Na schön, ich kümmere mich drum, sobald ich kann. Wait, if Paul's not talking, you might want to start questioning the homeless pot. So many have been dying lately that it takes the city a few days to pick up the bodies. Klingt wie ein Spaziergang. Vielleicht kümmere ich mich drum. Bis später. Goddamn Cammy. Ugh, Cammy. Warte mal.
Kommt noch ein paar Fragen? Erzähl mir mal von Nines. No one like him in this world or the next. He's to the Anarchs what George Washington was to the colonists, what Ho Chi Minh was to Vietnam. He is the LA Anarchs personified. He's a great leader, and yet he's humble. I die for him. Ich schulde ihm mein Leben. Anscheinend ist er einer der wenigen anständigen Leute, die ich bisher getroffen habe. No one like him in the Camarilla or otherwise. Anything else? Erzähl mir vom lächelnden Jack. Mit dem haben wir ja gerade ausführlich gequatscht. Jack? Jack's Jack. Kind of a legend amongst Anarchs. There's not an Anarch in the world who wouldn't stand in rock star awe of Jack. Even the Camarilla doesn't mess with him. Der alte Penner? Du machst Witze, oder? He's been around a long time. He used to be a pirate, so the rumor goes. Talk to Jack. Ja, jetzt habe ich gemerkt, dass er sich gerne unterhält. Yeah? Ja, und was hältst du vom Prinzen? Who the hell does he think he is, coming into town claiming Camarilla authority over the city? We kicked them out 60 years ago. It's like England coming back and telling the U.S. how they should do things. Fuck LaCroix. Hast du Angst, dass Camarilla vielleicht noch mehr eurer Mitglieder für sich gewinnt? I'd be more worried about us kicking you out again. And this time, it'll be 500 years before you scrape up enough soldiers to cross the city limits. Ja, sicher. Aus da rein. So, was ist denn hier? Tür auf. Boah, erstmal kacken gehen hier ordentlich. Oh, Junge, ist sie versifft. Sehr ekelhaft. Da hol ich mir direkten Hodenkrebs oder irgendeinen, keine Ahnung. Wo ist die Glory Hole? Cammy, komm mal rein hier. Oh, da war hier schön. Misty. Die saugt noch aus. Also jetzt blutmäßig, Leute. You showed So. up. Good. Here's what I gotta tell you. And so you know, I don't lecture, I don't rap, I'm no bureaucrat. I'm just a guy out of nowhere came to be involved in something 500 times bigger than you and me. Nur weiter. Nicht immer aufhören. You got a right to know the score. The Camarilla, this is the short of it. They operate a lot like a pyramid scheme. There's a bunch of these old-timers at the top with God only knows what plots in mind. They lose their power, they die. They sired more to carry out their plans. And looking for a little power, then those kindred sired for their own schemes, and so on and on and on. It hurts my head just thinking about the mess. And it works out to is this. Only a few people at the top have any real power. Du hörst dich der Camarilla an. Them's fighting words, newbie. But you're young and stupid, so I won't make an example out of you. See, the Camarilla claims all of us are members, even if we don't want to be, which is, of course, the biggest little horseshit a man ever heard. Und was ist mit dir? I learned the way of this world during the Depression. Bunch of old rich bastards screwed the country. But did they suffer? No. The little people suffered. You can't trust the people at the top. The world would be a better place without them. All you can do is get a group of people together who aren't assholes. Find a place to put your feet up and make some examples of the quote-unquote elite to keep the rest the hell out. Everyone's an equal here. The same thing this country used to be about. That's what LA has been. An anarch-free state. Also ist Camarilla noch jung in LA. The Camarilla was kicked out on their ass a long time ago. We, the anarchs, didn't want to play their politics anymore. Now LaCroix and crew pop in like they never left? No goddamn way. Their laws don't apply to us. Ja, bist nicht gerade ein Anhänger vom Prinzen, was? LaCroix represents everything I hate. The Camarilla, stuck-up aristocrats, rich businessmen, crooked politicians. The only place LaCroix belongs is in an urn. Hast du dich schon mal mit der Camarilla zu treffen versucht? I got their meeting right here. Ah, guck mich nicht so an, Mann. Krieg ja Augenkrebs. Klingt, als wärst du ein Anarchenprinz. No such Ein thing. Analprinz And again, wärst du ja. newbie, don't throw those kind of words around lightly. You're risking a beatdown. I fought to keep LA free since I was embraced. Long time later,
I'm one of the only ones left that hasn't bit it or switched sides. The most veteran soldier on the battlefield. Noch eine Frage. Kannst du mir noch einen Rat mit auf den Weg geben? Here's what I tell all the new blood. 1, you get careless, that blood will make you into a monster. But you rampage around here, you get put down. 2, don't kill when you feed. No reason to. In this city, there's lots of ways to slake the beast without leaving a trail of dead. 3, the Camarilla's full of shit. 4, watch your back, always. And lastly, learn how to fight. Because a speech ain't gonna save your ass when you're staring down the barrel of a shotgun. Kannst du mir beibringen, wie man kämpft? After picking your ass up off the pavement back there, yeah, I can tell you don't even know the basics. Hold your hands up like this, and keep your body at an angle. Makes you harder to hit. Keep your thumbs out of your fists and put your weight into your punches. Geil, Wert erhöht. Danke für die Hilfe, Rodriguez. LA's the school of hard knocks, so keep your friends close and your enemies in a barbecue pit. Once you square things with LaCroix, don't give that son of a bitch the time of night. I got my eye on you, kid. Okay. Sorry, Huey, but I got the whole city shouting in my ear right now. We'll have to rant some other night. Okay, was haben wir? Oh Gott. Haben wir jetzt hier alles? Okay, das haben wir hier. Wir könnten an sich nochmal zum Hotel gehen von Mutti. Ja, müssen wir eh hin. Da ist ja bei den Skylines Apartments. Perfekt. Dann brechen wir mal auf, Alter. Die Folge war ja fast wieder rum, wie gerade sehe. Holy shit. Ey, die Stunde ist ja wie im Flug fast vergangen jetzt. Ich hab nur gequatscht. Ich speichere mal, wird schon wieder scharf geschossen. Vielleicht bekomme ich hier, keine Ahnung. Speichern. Hier eine Kugel in den Arsch. Oh, leider, Alter. Ich hatte heute zum Mittag 2 Teller weiße Bohnen. Zum Abend habe ich jetzt auch nochmal einen Teller gegessen. Die Reste halt. Lovely evening. Alter, ich bin nur am Furzen. Alter, holy shit, oh, die stinken, Alter. Ich war hier halb im Koma. Wo waren die Skylines-Dinger? Scheiße, warte mal. Ich bin hier schon richtig, oder? Ich bin hier 2 und 1. Ja, das ist das Hotel und das sind Skyline Apartments. Perfekt. Ich muss ja zu beiden. Hey, Papi, need a date? Nee, Puppe. Lovely. So, da sind schon mal die Apartments. Gehen wir mal rein. Die Frage ist nur, wo sie hin? Warte mal, Apartments, da muss doch irgendwo ein Briefkasten oder sowas sein, oder? Hier. P. Anderson, oder? War doch. Gul Paul. Also die 5. Der einzige mit P anfängt. Oh, er war kalt. Absturz. Ja, ist ja gut, blicken wir mal da. Der unendliche Fahrstuhl. Tür auf. Oh, schick hat das hier.
Ja, moin. War ich hier schon mal? Nee. Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Wer lässt hier die Kühlschrank offen? Eine Stromverschwendung. Hi, Paul. It's Hannah. Just calling to see how you are. I hope I didn't give you what I've got. I feel like crap. Actually, I need to ask you a favor. Could you pick me up some cold medicine at the store? I hate to bother you, but I can't seem to get out of bed. The code on my door is 1203. Hey, listen, I had a really good time the other night. Maybe we could do it again sometime. Sorry, I'm rambling. Okay, bye. Paul, der Ghoul ist tot. Aber wie ist er denn das? Hat die nicht schon irgendwo, sieht der hier irgendwo? Warte mal. Cool, dass ich hier gar nichts sehe. Absolute Dunkelheit. Oh, mein sauberes Klo, da kann ich kacken. Einfach mal bei irgendwelchen Fremden. Einfach in die Wohnung. Statt irgendwie mal zu suchen, gehen wir einfach mal kacken. Ich dachte schon, was ist denn jetzt passiert? Ja, woher weiß er denn, dass der jetzt tot ist? Ich habe jetzt nicht so viel verstanden, er ist ja nicht bloß nicht aufgetaucht. Aber sie hat doch nicht gesagt, dass er tot ist, oder? Oder irgendwas verpasst? Na gut. Wahrscheinlich ein weiteres Opfer in L.A., gerade in der Epidemie. Ach so, sie gehen jetzt davon aus, dass er tot ist, weil sie krank ist und ihn angesteckt hat. Sie haben aber andere Bewohner die Nachricht einer gewissen Hannah gehört, ihn gebeten, in ihr Apartment zu kommen. Es ist auch im Skyline-Gebäude. Der Türcode ist 1203. Was ist mit ihm, Alter? Der war Gespenster. Ja, ist ja gut, ruf mir nicht so an, Alter. Will ich kein Corona haben, ist ja ekelhaft. Hier, wir müssen auf die 6. Ja, super, jetzt nach oben wieder. Jupp. So, wir speichern. So, 12. 06. Was? Ach, 12:03. Ach, egal, schwer. Alzheimer kriegt schon wieder rein, Leute. Wie wir auf die 6 hier kommen. Ja, sieht mir irgendwie nach voll aus hier. Ja. Telefon vielleicht? Nee. Typisch, die Frau hat gleich wieder 2 Waschmaschinen. Der Kerl hat ja keine. Ich sehe nichts. Mir liegt denn hier rum. Die ist schon ready. Gleich geht's los. Gleich geht's rund. Erst den Arsch und dann den Mund. Haha. Was haben wir hier?
Ach nee, lieber doch nicht. Ich geh wieder, ich geh wieder. Haust rein. Paul, is that? Hey, you're not Paul. Who are you? What are you doing in here? Ist ja gut, ist ja gut. Oh. Oh, ich war auch schon an. Ja, ich bin ein Freund von Paul. Er wollte, dass ich mal reinschaue nach dir sehe. He did? That's so sweet. He's such a nice guy. Is everything okay with him? Nee, nicht so wirklich. Ja, ja, sicher. Du hörst dich ziemlich krank an, Hannah. Ja. Was hast du? I don't really know. I've taken all kinds of medicine, but I can't seem to get rid of it. I feel like I got a fever and a sore throat. Ja. I'm real weak. Boah. Can't seem to get out. Fängt schon an hier. What day is it? I can't remember. Klingt ziemlich übel. Wo hast du es? Well, I think I got sick from one of my clients. I was feeling fine until I saw her a few days ago. Ja, und wer war diese Kundin? Komm mal zum Punkt, bitte. Ich will wieder gehen. She was just a woman who called. She found my ad in the newspaper. Ja. Usually only do business with referrals, you know, but she was offered a lot of money. Hat sie ihren Namen gesagt? Her name was Jezebel. Jezebel Locke. I'm usually not too good with names, you know, but hers was so strange. I can't seem to get it out of my Ist ja head. gut jetzt. Wo hast du sie getroffen, Hannah? Wo ist Jezebel Locke? She had a room at the Empire Hotel. I can't remember the number. Hey, are you sure that Paul's okay? He's not sick, is he? Nee, der ist nicht krank, er ist aber tot. Ja, wir sagen einfach mal die Wahrheit. Oder? Ja doch, wir sind ein großer Vampir, wir sind ein Adliger, wir sagen die Wahrheit. Ich hasse es, Überbringer schlechte Nachrichten zu sein, aber Hannah, Paul ist tot. No, Paul! It's not true! Oh God! No! Na. Offenbar war ihre Krankheit fortgeschrittener, als ich dachte. Naja, ich gehe dann mal. Ja, okay, müssen wir zum Hotel. Wenigstens ist die jetzt schon tot. Kann nichts mehr passieren. Keine neuen Opfer der Krankheit. Also zumindest von jetzt ihr aus gesehen jetzt. Was mache ich denn? Ein kleiner Pottläufig hier wieder gegen die Wand, Junge. Ach, warte mal. Komm mal rein da. Wir hatten doch hier noch eine andere Quest. Von Woody. Scheiße, welches Zimmer waren der nochmal? Kacke. Scheiße. Jetzt aber nicht auf gut Glück jetzt da wieder hochfahren. Wie mal die 4. Durchgestrichene.
Okay, der war nicht. 5 und 6 warm war, gehen wir einfach auf die 3. Komm, ruhe einfach mal alt raus. 1 und 2 war auf jeden Fall nicht. Okay, geht's auch nicht weiter. Down hauen wir jetzt ab. Gehen wir jetzt mal ins Hotel. So, nach wem suchen wir jetzt hier? Nach der Locke. Und Boris. Gucken wir mal. Oh Gott, das wird ein Bäcker schneller als einfach abklappere. Aha. Ashley Jones. Hier. So 5 müssen wir. So 5 und 6 müssen wir. Okay, dann haben wir es. Gibt eine schöne Überraschung. Speichern aber erstmal. Oh, gehen wir jetzt mal zu 6. Boris. Boris. Juhu. Das ist so geil. Ich hab keine... Oh, weil spuckt. Ja, nicht so geil, ich habe gar nicht mehr so viel Blut. Okay. At Santa Monica's Gallery Noir were slashed by an intruder who evaded capture by security. The paintings were estimated to be worth nearly $250,000. Hat er nicht gesehen. Be auctioned in a charity event tomorrow night. In other news, an apparent third the closing of the Santa Monica Tschüss. Pier, where the body was found earlier tonight. Investigators say the scene was closely near. Alter, wie viele sind denn hier? Und wo zum Teufel muss ich überhaupt hin? Bestimmt zu ihm da, oder? Der sieht mir so bossmäßig aus. Mal gespeichert, dann einfach mal hingehen. Hallo!
Hasta la vis. Who the hell are you? Ich habe eine vertrauliche Nachricht für Boris. Von seiner Verflossenen. You give me message. I take to him. Das kann ich nicht. Aber sie ist sehr wichtig. Wenn er sie nicht kriegt, wird er sauer und gibt dir die Schuld. Very well. Follow me. Что это такое? Черт возьми! Почему Druid выпустил? Who the hell are you? Na Mensch, du bist ja ein ganz hübscher. Ich habe etwas Geschäftliches mit ihm zu besprechen. Well, spit it out before Dima blows your head all over wall. Tja, ich habe ein sehr privates Anliegen. Vielleicht sollten wir nach draußen gehen. You want Dima to leave? Why would I allow that? Es könnte peinlich für dich werden. Ich beobachte dich, Boris. Okay, okay. Iti tagda, Dima. Very well. Happy? Now spit it out. Make this quick, eh? Ja, Venus schickt mich. Sie will, dass du ihr die Schulden erlässt und dich aus ihrem Leben raushältst. Malin Kayas Volach, stupid, spoiled American child. I give her so much and she spits in my face. Sie werden ihr ihre Schuld erlassen. Sie wollen das. Very well, Tovarish. You make your point. That is off. Tell spoiled girl. She get nothing from me ever again. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Auf Wiedersehen. Na Mensch, Vampir müsste man sein, ey. Irgendein Vampir, ich würde hier, keine Ahnung, die ganzen Girls und die ganzen, mein Chef und so, die so hart ficken, wirklich, so hart. Gibt's gar nicht. Als Vampir bist du wirklich der geilste Typ. Holy shit. So, dann müssen wir direkt noch zu 6. Nee, zu 5. Scheiße, jetzt habe ich doppelt angeklickt, oder? Scheiße. Ja. Wir speichern. Das war den 5. Stock. Drück wir die 6. Nee, diesmal nicht. So, da wird aber bestimmt ein Bossfight hier, oder? Oder? Geht hier die Tür auf, hier. Komme ich nicht weiter? Hä? Du wart schon? Ja, cool. Und jetzt? Okay, jetzt habe ich geschafft. Jezebel Locke. Ja, da brauche ich dann eine Karte für. Kann ich mal gucken unten bei der Rezeption, ob die mir eine Karte geben können. Mach die Tür auf, bitte. Hallo. Bin gefangen. Yes? May I help you? Haben Sie einen Gast namens Jezebel Locke? Yes. Miss Locke is one of our more, popular guests. Why do you ask? Ich brauche Ihren Zimmerschlüssel. I can't do that. It's against hotel policy. Ich bin ein alter Freund und ich will Sie überraschen. Sie verstehen schon. Der nackte Mann und so.
I see. Well, in that case, perhaps I can make an exception. Here's the key to her suite. Have a nice evening. Und danke dir. Zwinker Smiley. So, nochmal speichern. Surprise, surprise. Oh, yeah. Who do we have here? Are you a believer, little morsel? Have you come for the kind of enlightenment only Jezebel can give? Na, lieber nichts. Dann bist du wohl Jezebel Locke, oder? Yes, I am Jezebel. And I have such things to show you, little morsel. Such beautiful. Ah, die ist schon eine richtig kleine Schlampe, Mensch. Holy shit. Won't you come into my parlor? Ah, was zum Teufel geht hier vor? Oh, you cannot escape me, little morsel. One way or another, you and I will intertwine our beings on the way into the ninth circle, and I will send you forth, full of the lieber sweet nicht. sickness I carry. Den HIV kannst behalten. Werde ich dann auch tot enden, wie Hannah und ihre Freunde? Who better than prostitutes to carry the dark gift I bring? Ah, will they not share it with the rest of those who revel in the pleasures of the flesh? Du bist ja einfach total krank. Zeit, dich von deinem Leid zu erlösen. Mir gibt einfach nur die Fresse. Oh, die macht auch nicht Damage. Aber ich mach mehr Damage. Und weg mit dir, Bitch. Ja, Maskeradenbonus. Ja, mit dem Dolch. Okay, wir können Damsel Bericht erstatten. In den Pestträger erledigt. Oh. Oh, eine schöne Wanne aber hat sie hier. Ja, schöne Bude. Was haben wir da? Nein heißt nein. Vampire brauchen vielleicht keine Brille, aber sie brauchen auf jeden Fall das Buch. Für Dummies, ja. Okay, wir brauchen Recherche von mindestens 5. Haben wir aber nicht, also können wir weiter. Wenn noch irgendwas rumliegen, anscheinend nicht. Nur den Dolch. Na, lief doch gut. Gut, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Der Folge wurde ein bisschen viel gequatscht. Aber muss auch mal sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampire the Masquerade. Haut da rein.